herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Die Burg Mildenstein, früher auch Schloss Mildenstein oder Burg Leisnig genannt, liegt in Mittelsachsen auf einen Felssporn oberhalb der Freiberger Mulde. Und diese Burg möchte ich euch heute etwas genauer vorstellen. Die Burg wurde als Reichsburg bereits im 10. Jahrhundert errichtet und gehört damit zu den ältesten Burgen der sächsischen Siedlungsgebiete. 1046 wurde Burg Mildenstein erstmals als Bestandteil der Burgwartorganisation im deutschen Markengebiet erwähnt, denn Kaiser Heinrich III. Schenkte seiner Gemahlin die Burg Leisnig. Festgehalten wurde dies in der Schenkungsurkunde der Burgwarde Kolditz, Rochlitz und Leisnig. 1084 vergab der nachfolgende Kaiser Heinrich IV. Die Burg seinem im Altsiedlungsgebiet etablierten Dienstmann Wieprecht von Kreutsch. Aus der Zeit um 1100 stammt auch die romanische Burgkapelle, der älteste erhaltene Bau auf der Burg. Markgraf Wieprecht von Kreutsch, genannt der Ältere, circa geboren um 1050, war ab 1070 Graf von Kreutsch und ab 1123 als Wieprecht I. Markgraf von Meißen und der Lausitz. Durch die Heirat von Wieprechts Enkelin Mathilde kam die Burg Mildenstein im Jahr 1143 an einen fränkischen Grafen. Er verkaufte sie 5 Jahre später an Herzog Friedrich III. Von Schwaben, den späteren Kaiser Friedrich I. genannt Barbarossa. Sie war seitdem ein Herrschaftszentrum des Pleißenlands. Friedrich I. war von 1155 bis 1190 Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches. Der Name Barbarossa stammt aus dem Italienischen und heißt wörtlich übersetzt roter Bart. Wichtigstes Anliegen des jungen Barbarossas war es, dem Kaisertum neuen Glanz zu verleihen und die kaiserliche Autorität in Italien durchzusetzen. Mit der Macht des Schwertes versuchte er, die oberitalienischen Städte gefügig zu machen, die ihm dem Gehorsam verweigerten. Besonders das widerspenstige Mailand leistete erbitterten Widerstand. Barbarossa vernichtete die Ernten im Umland und setzte der Stadt so stark zu, bis sie sich dem Kaiser unterwarfen. Doch Barbarossas Kriegsglück in Italien war nicht von Dauer. 1174 zog er zum 5. Mal gegen Norditalien in den Krieg. Da Barbarossas Truppen bereits ausgedünnt waren, bekniete er seinen Vetter Heinrich den Löwen, ihm beizustehen. Doch dieser verweigerte ihm die Gefolgschaft. Unglaublich für den Kaiser. Der Feldzug endet in einer Katastrophe. 1176 musste Barbarossa sich dem Papst in Venedig unterwerfen. Seine Position in Italien war fortan geschwächt. Kaiser Friedrich I. vergab später die Burg als Lehen an die Burggrafen von Leisnig. Im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts wurde die Kapelle umgebaut und auch der Bergfried im Innenhof errichtet.
Die Burggrafen von Leisnig gehörten zeitweise zu den mächtigsten Herrschaftsträgern des Landes. Doch im 14. Jahrhundert unterlagen sie dem Markgrafen von Meißen, der die Burg 1365 eroberte und die Burggrafen zum Verkauf der Burggrafschaft zwang. Die Burggrafschaft Leisnig erstreckt sich innerhalb des pleißenländischen Reichsterritoriums über die weitere Umgebung von Leisnig. 1192 stifteten sie das Kloster Buch in der Nähe der Burg Mildenstein. Die Leisniger Grafen unterwarfen sich den Wettinern, während diese die Burggrafen von Dohna aus ihrer Burggrafenschaft vertrieben und die benachbarten Colditzer Burggrafen an die Markgrafen verkaufen mussten. Nach dem erzwungenen Verkauf der Herrschaften Leisnig und Mutschen an die Wettiner und der bereits erfolgten Veräußerung der Herrschaft Waldheim an Friedrich Herr von Schönburg zogen sich die Burggrafen von Leisnig auf ihre Besitzungen Penich und Rochsburg an der Zwickauer Mulde zurück. Im ausgehenden 14. Jahrhundert wurde die Burg unter Markgraf Wilhelm I. von Meißen grundlegend für repräsentative Zwecke umgebaut. Kornhaus, Herrenhaus und Pagenhaus entstanden. Die Burg wurde jedoch nie als Hauptresidenz genutzt. Die Ausstattung der Küchen im Mittelalter war überall einfach. Gekocht wurde meist an einer kniehoch aufgemauerten offenen Feuerstelle. Für die meiste Zeit des Mittelalters befand sich die offene Feuerstelle auch in wohlhabenden Haushalten in der Mitte des Wohnraums und heizte gleichzeitig die Räume. Die meisten mittelalterlichen Menschen aßen Mahlzeiten, die in einem großen Kessel über den Feuer zubereitet wurden. Es war die effizienteste Methode, das Herdfeuer zu nutzen. Daher dominierten Eintöpfe, Breie und Suppen die mittelalterliche Speisekarte. Über den Kochstellen ist in damaligen Abbildungen häufig ein viereckiges Gebilde angebracht. Dieses diente dem Funkenfang und zum Schutz vor hochschlagenden Flammen oder eben vor Funken. Im Hochmittelalter rückte die Feuerstelle zum Kochen in Städten und Burgen an die Wand des Hauptraumes, da die Feuerschutzgesetze und mehrstöckige Gebäude schon damals einen Kaminanschluss vorschrieben. Ein Herd im Hochmittelalter war höchstens kniehoch. Aus Abbildungen zeitgenössischer Kochbücher weiß man, dass viele verschiedene Herdtypen unterschiedlicher Entwicklungsstufen nebeneinander im Gebrauch waren. Das Feuer in einem Herd wurde stets bewacht und wurde nach dem Herunterbrennen mit einem Feuerschutz aus Ton oder Keramik abgedeckt. Ein Mittelpunkt des Amtes ist zweifellos die Küche. Über das alltägliche Leben des Amtspersonals, der Fürsten, der Besucher und der Untertanen erzählen uns heute die zahlreich überlieferten Küchenrechnungen. In der Küche werden Boten, Handwerker, dienstleistende Knechte und Mägde beköstigt. Auch die Familie des Amtmannes muss täglich versorgt werden. Ein Teil der Lebensmittel produzieren die Anwohner auf dem Gelände der Burg selbst. Es ist überliefert, dass hier Bier gebraut, Kleinvieh gehalten, ein Kräuter- und Gemüsegarten bewirtschaftet und das Getreide und andere Nahrungsmittel gelagert wurden. Der Wechsel der Jahreszeiten bestimmt den Speiseplan der Menschen über viele Jahrtausende, auch den des Leisniger Amtmannes Matteshorn. Was verspeist wird, ist davon abhängig, ob Alltagsspeisen oder Speisen der Fastenzeit zubereitet werden, ob es ein Festessen gibt oder ob es Herren- und Bauernspeisen sind.
Eine Kücheneinrichtung in den Räumen der Burg ist nicht überliefert, aber sicher ist, dass hier wie überall bis ins 19. Jahrhundert hinein über offenen Feuer gekocht wurde. Der Rauch zieht über einen Kamin aus dem Raum. Der Ruß färbt die Wände der Küche mit der Zeit schwarz. Deshalb werden diese Räume auch Schwarzküchen genannt. Die wichtigsten Nahrungsmittel waren heimische Produkte, etwa Getreidearten wie Gerste, Dinkel, Roggen, Weizen und Hafer, die angebaut wurden, um Brot oder Getreidebrei herzustellen. Als Beilage dazu dienten beispielsweise Gemüse wie Rüben, Kohl, Gurken, Erbsen, Fenchel und Linsen. Auch Milch und Käse, gewonnen von Ziegen und Schafen, oder heimische Früchte wie Äpfel, Kirschen, Pflaumen und Birnen gehörten zum Speiseplan. Doch trotz aller Regionalität gab es auch damals schon Lebensmittelimporte. Reis, Feigen, Datteln oder Limonen kamen aus anderen Ländern. Allerdings in so kleinen Mengen, dass sie meist nur für bestimmte Teile der Bevölkerung, etwa den Adel, verfügbar waren. Und Kartoffeln? Die müsste es doch eigentlich gegeben haben. Falsch gedacht, denn Kartoffeln stammten anders, als viele vielleicht denken, aus Südamerika und verbreiteten sich erst ab dem 16. Jahrhundert in Europa. Auch Tomaten, die Christoph Kolumbus 1498 während seiner zweiten Amerikareise entdeckte, fanden ihren Weg nach Europa erst nach dem Mittelalter. Fleisch war ein wichtiger Bestandteil der Ernährung. Für das Spätmittelalter wurde ein jährlicher Pro-Kopf-Verzehr von 100 Kilogramm errechnet. Dabei waren Hühner und Schweine die Hauptfleischlieferanten für die Bauern. Geschlachtet wurde im Herbst. Damit das Fleisch aber auch bis in den Sommer des darauffolgenden Jahres haltbar war, wurde es getrocknet, geräuchert und eingesalzen. Doch Fleisch war nicht gleich Fleisch. Zubereitung und Art des Fleisches hingen ganz wesentlich vom gesellschaftlichen Status ab. Während Bauern gelegentlich Suppenfleisch, Innereien und Teile, Leber, Niere, Zunge, Ohren, Maul und Schwanz ihres Hausviehs gegessen haben, verzehrte der Adel hingegen regelmäßig hochwertige zubereitete Fleischsorten, beispielsweise in Form von Braten. Viele Jahrhunderte ist Burg Mildenstein wettinischer Verwaltungssitz. Hier werden Mensch und Gut verwaltet, Akte um Akte gefüllt, Briefe verfasst, Steuerlisten geführt, Menschen verurteilt oder in den Krieg geschickt. Mit dieser neuen Rolle der Verwaltung gewinnt die Schriftlichkeit beständig an Bedeutung. Seit dem 14. Jahrhundert schwellen deshalb auf Burg Mildenstein die Aktenberge an. Für uns ist das damals beschriebene Papier eine eindrucksvolle Geschichtsquelle. Im 13. und 14. Jahrhundert beginnen die höheren Gewalten im Reich Herrschaft und Recht nicht mehr zu verleihen, sondern von einem austauschbaren Amtsträger, dem Beamten, verwalten zu lassen. Das in Leisnig im späten Mittelalter entstehende Amt bündelt die lokalen und regionalen Rechte der Wettiner. Die Burg Mildenstein ist im 15. Jahrhundert die Kinderstube der kurfürstlichen Familie. Mit Amme und Hofmeisterin verbrachten die zahlreichen Kinder von Kurfürst Friedrich dem Sanftmütigen und seiner Frau Margareta von Österreich hier längere Zeit ohne ihre Eltern. Betritt man die Burg Mildenstein, befindet man sich augenblicklich auf den Spuren des legendären Königs Barbarossa. Er ließ auf der mächtigen Wehranlage einst die romanische Kapelle und den Bergfried mit beeindruckendem Blick über das Muldental errichten.
diesem wunderschönen Hintergrund der Burg Mildenstein möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen Einblick in das Leben der Ritter und der Grafschaften vom Mildenstein erhalten. Und hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich natürlich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss!